Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video aus dem schönen Dänemark. Wir sind hier auf Rømø im Urlaub. Rømø ist die erste Insel oberhalb von Sylt, also Sylt ist hier nur 2 Kilometer Luftlinie weg. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht um was ganz anderes, und zwar um Active Track mit dem DJI Ronin Gimbals. Also alle möglichen Gimbals von DJI können das eigentlich, die neueren zumindest. Und das in Verbindung mit einer Panasonic Lumix S5 Mark II oder S5 Mark II X. Jetzt ist das Active Track ja eigentlich erstmal nichts Besonderes, denn mit dem Raven Eye, mit der Raven Eye Erweiterung von DJI könnt ihr das über den HDMI-Anschluss mit so ziemlich jeder Kamera machen. Das Besondere hieran ist mit den Lumix-Kameras, also nicht mit allen, aber mit den meisten, mit vielen, sagen wir mal mit den neueren, habt ihr die Möglichkeit, das Active Track, was ihr so eigentlich von DJI-Drohnen und so weiter kennt, hier zu nutzen, ohne dass ihr da irgendeine Erweiterung braucht. Also ihr müsst nur die Kamera mit dem Gimbal verbinden. Ihr habt dann die Möglichkeit, über die Motivverfolgung den Gimbal zu steuern, beziehungsweise der Gimbal wird dann natürlich automatisch gesteuert und verfolgt so euer Motiv. Und wie das Ganze funktioniert, wie man das einrichtet, das will ich euch heute einfach vorstellen, weil das ist einfach ein ziemlich cooles Feature. Ich glaube, es bietet kein anderer Hersteller, also nagelt mich da nicht fest. Mir ist jetzt kein anderer Hersteller bekannt, der das so direkt machen kann, außer eben Panasonic. Es heißt aber natürlich nicht, dass es kein anderer kann. Es kann auch einfach sein, dass ich davon nur nichts weiß. Zurück zum Thema. Die Lumix S5 II X, wie ich sie hier habe, ist jetzt hier verbunden, und wie das Ganze funktioniert und wie das so aufgebaut wird, das erkläre ich euch, wie gesagt, jetzt. Das Tracking funktioniert hier ohne die Raven Eye Erweiterung. Also das Raven Eye ist ja eigentlich so ein kleiner Kasten, den könnt ihr hier unten dran machen. Der wird dann über HDMI verbunden, und dann könnt ihr das Ganze mit der DJI App steuern und natürlich da eure Motive verfolgen. Hier ist eben der Vorteil, das braucht ihr hier alles nicht. Die Kamera macht das alles intern, beziehungsweise intern eben in Kombination mit dem Gimbal, und das ist halt schon ziemlich cool, weil man sich da ein bisschen auch den Aufbau so spart, und die Kamerasteuerung hat man ja meistens sowieso verbunden, um das Ganze zu starten und zu stoppen. Jetzt ist es so, die Verfolgung an sich ist mit der Motiverkennung in der Kamera gekoppelt. Das heißt, wenn die Kamera jetzt kein Motiv erkannt hat, dann habt ihr da auch nichts zum Tracken. Da die S5 II, S5 II X aber mit der aktuellen Firmware schon sehr potent im Autofokus und auch der Motiverkennung ist, funktioniert das Ganze hier natürlich sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich möchte es euch einfach mal zeigen, weil das Feature eben sehr, sehr toll ist, und meiner Meinung nach, ich habe da nicht viel mitbekommen davon. Das dürften schon ruhig ein paar mehr Leute wissen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das Ganze auch wirklich sehr gut. Ihr müsst nur einfach gucken mit der Motiverkennung. Das Motiv darf natürlich nicht zu weit weg sein oder einfach zu klein sein. Da hat die Kamera dann ein bisschen Probleme. Wenn sie einmal das Motiv verliert, dann ist da euer Tracking auch erstmal weg. Jetzt habt ihr das natürlich so, wenn ihr einen Mensch verfolgt oder mit der Gesichtserkennung jemand verfolgt und der ist relativ groß im Bild, dann werdet ihr da auch keine Verfolgungsabbrüche haben, und das Ganze hier funktioniert 1A. Und dann kommen wir einfach mal direkt zur Einrichtung. Die ist nämlich ziemlich einfach. Wie ihr seht, ich habe hier das ganze Setup schon mal aufgebaut. Ihr müsst natürlich die Kamera auf dem Gimbal positionieren, das Ganze dann auch überall ins Wasser bringen, also dass das wirklich alles schön ausgerichtet ist. Kalibriert das Ganze dann noch einmal, und dann kann es da auch schon losgehen. Ihr braucht dazu ein USB-C-Kabel, das seht ihr ja hier. USB-C auf USB-C, denn ihr müsst in den USB-C-Eingang von der Kamera gehen, und dann geht ihr hier am Gimbal ich habe hier jetzt den Ronin S2 Gimbal, in den obersten Anschluss für die Kamerasteuerung. Da verbindet ihr das Ganze also mit einem passenden Kabel. Ich empfehle euch da einfach die Kabel zu nutzen, welche mit dem Gimbal zusammenkommen. Die haben bei mir am wenigsten bzw. überhaupt gar keine Probleme gemacht. Ihr könnt da natürlich auch andere Kabel verwenden, vielleicht ein Spiralkabel oder so. Ihr müsst nur einfach gucken, ob das für das Ganze auch kompatibel ist. Und wenn ihr das Ganze verbunden habt, dann kann es mehr oder weniger auch schon losgehen. Ihr müsst in der Kamera noch das USB-C bzw. den USB-C-Anschluss auf Tethering umstellen, sodass ihr eben die Kamera über den USB-C-Anschluss fernsteuern könnt. Wenn ihr die Kamera dann startet und danach den Gimbal startet, dann müsstet ihr auch ein Symbol in dem kleinen Display sehen, dass eben die Fernsteuerung über USB-C aktiviert ist.
Und dann passt das Setup soweit eigentlich auch schon und ihr könnt loslegen. Wenn die Verbindung richtig funktioniert, dann habt ihr hier am Gimbal natürlich euren kleinen Aufnahmeknopf, mit dem könnt ihr fokussieren oder eben die Aufnahme starten. Ihr könnt, soviel ich weiß, glaube ich, auch Bilder fokussieren und Bilder aufnehmen, aber das Ganze bietet sich natürlich im Videobereich sehr viel mehr an. Wenn diese Steuerung hier geht, dann sollte auch das Tracking funktionieren. Und das Tracking ist dann eigentlich ziemlich einfach, wenn ihr ein Motiv auf eurem Bildschirm in der Kamera seht, welches die Kamera schon trackt, also welches ja von der Kamera erkannt wird über die Motiverkennung, dann müsst ihr nur noch hier vorne den Trigger einmal am Gimbal drücken und er sollte loslegen, das Ganze zu verfolgen. Jetzt ist es so, er wird sich erstmal nicht dann zentral das Motiv in die Mitte legen, sondern er fängt wirklich an, da zu verfolgen, wie gerade eben auch der Bildausschnitt komponiert ist. Da müsst ihr also schauen, dass das Ganze von Anfang an passend abgestimmt ist. Und wenn ihr das dann aktiviert habt, wie gesagt, einmal drücken, dann solltet ihr auch schon merken, sobald ihr den Gimbal bewegt und sich das Motiv in eurem Bild ein bisschen bewegt oder wegbewegt, der Gimbal sollte das dann nachführen. Und das Ganze läuft dann, wie gesagt, über die Motiverkennung in der Kamera und das ziemlich gut. Also ich habe da schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das funktioniert natürlich, wenn ihr wie hier den Gimbal stehen habt auf einem Stativ. Ihr könnt den Gimbal aber auch ganz normal in der Hand halten und ja, euer Motiv verfolgen, so gesehen. Solange die Kamera das Motiv verfolgt, ist auch der Gimbal dabei, das Ganze nachzuarbeiten. Die Verfolgung könnt ihr natürlich auch wieder ganz einfach beenden, indem ihr einmal den Trigger wieder drückt. Dann ist die Kamera bzw. der Gimbal aus dem Verfolgungsmodus wieder draußen und ihr könnt ihn wieder ganz normal als normalen Gimbal benutzen. Wie gesagt, die Einrichtung ist da sehr einfach und auch die Verfolgung an sich funktioniert da sehr gut. Ich bin wirklich, man kann schon sagen, begeistert über das Feature, weil ich eben in Kombination mit der S5 IIX bzw. auch der S5 II, da funktioniert es auf jeden Fall auch, einfach sowas wie einen großen Osmo Pocket 3 habe. Also ich filme hier gerade mit dem Osmo Pocket 3 und wenn ihr den auf Tracking stellt, dann habt ihr da ja wirklich das, dass er euch immer nachverfolgt. Ich habe ihn jetzt hier natürlich fixiert. Das ist natürlich mit der kleinen Kamera sehr cool. Ich habe mir immer so ein bisschen gewünscht, das Ganze auch auf den großen zu haben, weil wenn ihr das ganze Setup jetzt auf einem Stativ installiert, dann habt ihr erstmal natürlich durch den Gimbal den Ausgleich, dass alles immer schön in der Waage ist und ihr ein schönes Bild habt. Aber ich mag es ja auch gern, wenn ich einfach so ein bisschen verfolgt werde. Und das lässt sich hier dann natürlich mit der Kamera realisieren und ihr habt natürlich mit einem Vollformatsensor und einem 35 mm 1.8 Objektiv eine ganz andere Bildqualität nochmal gegenüber dem 1 Zoll Sensor vom Osmo Pocket 3. Ich möchte den Osmo Pocket 3 aber nicht schlecht reden, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich bin sehr zufrieden damit. Nur das hier ist dann nochmal ein bisschen ein anderes Level und wie gesagt, es funktioniert eben wirklich sehr gut. Ihr könnt euch das dann natürlich hier auch über die Bedienung noch so ein bisschen hindrehen, dass das alles passt. Es macht sehr viel Spaß, es funktioniert super und ich wollte euch das Feature einfach mal kurz vorstellen, weil es meiner Meinung nach einfach viel zu wenig Videos darüber gibt und das wahrscheinlich ein nicht so bekanntes Feature von dem ganzen Setup ist. Die S5 IIX an sich ist ja eine richtig tolle Kamera, da kommt demnächst bzw. in den nächsten Tagen auch noch mal ein Video dazu, weil das ist mein neues Video-Setup. Was es da auf sich hat, wie es dazu kam und so, das bekommt ihr dann aber im nächsten Video erzählt. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.